Wie die Zeit vergeht und wieder ein nächster Vortrag heute auf unserer Bühne, energiegeladen. Also ich fasse dich hier gar nicht erst an. Nein, energiegeladen bedeutet, wir sprechen ein bisschen über Ladeinfrastruktur, generell über Energielösungen. Und dafür habe ich mir auf die Bühne geholt Martin Bischoff, Manager Market Development im Bereich Energie, Ladestruktur, Infrastruktur. Eigentlich energiegeladen, wie du schon bist, richtig? Energiegeladen, auf jeden Fall. Prima. Ja, energiegeladen. Ich meine, wenn man hier über die Messe geht, wir werden überall damit konfrontiert. Wir werden Ladeinfrastruktursysteme sehen und auch die Frage nach Nachhaltigkeit und. Und ich glaube, da sind wir mit dir an einen richtigen geraten, der uns da die besten Antworten liefern kann. Ich hoffe es. Aber da bin ich mir so ganz sicher. Wir starten mal mit der ersten Folie. Ja. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich sah Grün. Grün ist sofort Interpretation, Natur, Nachhaltigkeit. Aber was soll mir das Symbol eigentlich sagen? Korrekt. Erstmal, Carsten, vielen Dank, dass ich hier mit auf der Bühne stehen darf. Sorry, ja, Digga. Danke für die Einladung. Du hast eine ausgezeichnete Crew hier stehen. Perfekt. Das Zeichen, was soll das sagen? Das ist sozusagen ein Symbol bei uns, bei Obo Bettermann, dass Obo Bettermann auf den grünen Knopf gedrückt hat und entsprechend in dem Bereich grüne Energieinfrastruktur noch aktiver sein wird in der Zukunft. Da möchte ich ein paar Beispiele heute nennen, was wir in letzter Zeit gemacht haben. Und das Symbol ist sozusagen der Anreißer, der Aufreißer bei uns, bei Obo intern und extern auf Messen und Veranstaltungen, wo wir präsentieren unsere Infrastruktur, unsere Lösungen für die grüne Energie, für die Energiewende. Ich meine, wenn man das sieht, das Symbol ist ein Einschalter, definitiv. Auf jeden Fall. Es kann nur gehen, es geht los. Genau. Ich meine, seit über 110 Jahren ist Obo im Bereich der Elektroinstallation, der Elektroinfrastruktur zu Hause ein Meister in der Kabelführung. Diese Kompetenz, die wir haben in diversen Systemen, die wollen wir natürlich auch in der Zukunft haben. Wir wollen zukunftsträchtige Lösungen bieten und wollen jetzt auch heute schon aktiv in diesen Markt, in Zukunftsmärkte vordringen und haben Lösungen, einige hier auf der Messe, auf der Light & Building, die wir hier ausstellen. Und es folgen noch weitere im Laufe der nächsten Jahre. Und wie konkret muss ich mir das vorstellen? Wie werden wir dieses Thema realisieren? Es ist ja eine Vision, die wir haben und wir sind ja gerade auf dem Weg, auf der Mission das Ziel zu erreichen. Ganz genau. Auf der nächsten Folie kannst du das sehen. Das ist entsprechend eine Darstellung der Energiestruktur, sogenannte Sektorenkopplung, heißt von der Herstellung bis hin zum Transport als auch zum Verbrauch von grüner Energie, in diesem Fall grünem Wasserstoff. Wasserstoff, ein Energieträger mit zukunftsträchtigem Potenzial. Ja. Da engagieren wir uns, weil wir beliefern ja schon Kraftwerke weltweit. Und grüner Wasserstoff ist sozusagen in der Herstellung ein Kraftwerk, im Verbrauch wird Energie erzeugt, auch in einem Kraftwerk. Und Gas wird auch heute schon durch Rohre geleitet. Wasserstoff kann das auch. Dementsprechend ist das die Sektorenkopplung und wir engagieren uns in vielen Projekten, dort aktiv zu sein. Das heißt, wir machen es erstmal möglich, dass überhaupt Wasserstoff, egal ob er jetzt grün ist oder ich sage mal auch den nicht grünen Wasserstoff hergestellt werden kann. Natürlich haben wir das Ziel, grünen Wasserstoff herzustellen, damit wir es Nachhaltigkeit auch konsequent durchziehen können. Hört sich spannend an bis jetzt schon mal. Auf jeden Fall. Und wir haben ja schon das passende Portfolio in unserem Sortiment. Wir haben ja Kabeltragsysteme, wie wir vorhin schon gesehen haben, in diversen Projekten eingesetzt. Wir haben entsprechenden Überspannungsschutz für entsprechende Steuerungen von solchen sehr wichtigen Energieerzeugungsanlagen oder Verbrauchsanlagen. Wir haben Komponenten für vielerlei Stationen in dieser Sektorenkopplung. Sei es in der Erzeugung, bei PV-Anlagen, Windenergieanlagen, bei der Speicherung, bei Sensorik. Da können wir unterstützen in vielen Projekten. Hast du eine Vision? Was meinst du? Wie viele Jahre? Der Weg ist noch lang, gehe ich mal davon aus. Haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht oder sind wir schon ein paar Meter gelaufen? Also wir werden ja von der Politik unterstützt, sehr aktiv zu werden. Obo engagiert sich hierbei und möchte sich auch weiterhin engagieren und nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen anbieten. Wir designen unsere Produkte jeweils auch mal projektspezifisch. Es dauert aber noch, weil die meisten Projekte, jetzt in Bezug auf Wasserstoff als Beispiel, sind immer noch Förderprojekte. Wir sind gerade erst mal eine Stufe raufgeklettert. Wir haben noch 10 vor uns. Aber ich meine, wir waren ja auch mal alle klein gewesen. Auf jeden Fall. So, das sah ich. Ich sah ein Dach, PV-Anlage drauf und Blitz. Wir machen Blitzschutz, das weiß ich. Ja, wir machen sogar sehr guten Blitzschutz. Das heißt, wenn jemand also wirklich sich entschließt zu sagen, ich möchte meinen Beitrag zu leisten mit einer PV-Anlage, können wir den auch komplett einmal abholen mit unserem Portfolio, was wir aus dem Bereich Blitz- und Überspannungsschutz haben.
Korrekt. Wir haben, wie du hier auf dem Bild siehst, entsprechende Materialien im Bereich äußerer Blitzschutz, um eine Blitzschutzanlage in Deutschland, in Europa normgerecht zu schützen, wenn notwendig, wenn der Bedarf besteht, sowohl bei Schrägdächern als auch auf Flachdachanlagen oder Freifeldanlagen. Okay. Wo wir gerade bei PV sind, dann müssen wir auch darüber sprechen, über die Überspannungsschutz. Was wir hier sehen, und das sind wir auch, glaube ich, haben wir uns ja was Neues einfallen lassen dieses Jahr, Generatorenanschlusskästen. Genau, sogenannte GACs. 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 Das ist schön, nicht mal vorher wissen müssen. Ich habe mal gesagt, Generator-Anschlusskasten. Ja. Hätte auch einfacher. GACs gut. GACs ist auf Aus jeden dem GACs. Fall marktbekannt. Ja. Die GACs auf der DC-Seite haben wir schon seit über 10 Jahren im Portfolio. Mit entsprechender Schraubtechnologie in unseren bewährten VBS-Lösungen für Verdrahtungskästen. Wir haben das Portfolio überarbeitet, Ja. ein Redesign durchgeführt. Der gleiche Schutz, der in der jetzigen Version drin ist, das heißt unsere zertifizierten und geprüften Überspannungsschutzgeräte Typ 1 oder aber auch der Kombiableiter Typ 1 plus 2 für DC-Seite, sind dort verbaut, auch ebenso verbaut. Und wir haben ein Redesign gemacht. Dies, man sieht es hier, sind entsprechend in den Obo-Standardkästen, Ja. mit aber jetzt Push-In-Klemmen, Okay. ja, vorverdrahtet. Das Ja. heißt, sehr einfach zu installieren für den Elektriker. Wir bieten auch entsprechende Lösungen an mit vormontierten MC4-Steckern. Das ist halt auch gang und gäbe beim Solateur. Dieses Portfolio wird gelauncht, ausgeleitet Ende des Jahres. Und ich weiß, die Kästen können ein bisschen was. Ne? Ich glaube, Ja. IK08. Ne? Ja, die Kästen von Obo können das, auf jeden Die Fall. Kästen können, ne? können was. Wie gesagt, das sind die Standardkästen von Obo. Die sind IK08, das heißt, es ist eine Stoßklasse, eine Festigkeitsklasse und IP66 bis IP67. Weil ich muss sie ja außen verbauen. Korrekt. Und wenn man dann noch unsere Kabelverschraubungen benutzt, dann ist alles gut. Und ich glaube, wir können die Kästen sogar wunderbar miteinander verbinden. Die haben so kleine Kunststoffteilchen, die wir hinten reinschieben. Das heißt, es ist nicht ein Wildwuchs, sondern wir haben schön alle in einer Reihe. Richtig. Wir haben ein großes Portfolio hier ausgebreitet für bis zu 3 Strings-Anschlussmöglichkeiten und bis zu 3 MPP-Trackern-Anschlussmöglichkeiten, je nach Variante. So, aber vielleicht ist das nicht das Passende für dein Projekt. Dann nimmst du einfach einen Kasten mit einem anderen Kasten, der vielleicht mehr kann. Du kannst sie zusammen montieren, sehr einfach. Obo halt. Für den Perfekt. Elektroinstallateur. Wir sprachen jetzt gerade von der DC-Seite, aber die AC-Seite können wir natürlich auch. Ja, standardmäßig unser V20, V50 haben wir auch in diese sehr sicheren Boxen installiert, vorverdrahtet. Wir wollen ja schließlich die gesamte Anlage schützen, von der DC-Seite, wo die Strings drauf laufen, über den Wechselrichter, die AC-Seite und gleichzeitig können wir auch noch mit unserem NetDefender die Datenkommunikationsschnittstelle abfangen. Und ich sage mal, es ist ein V20 verbaut, also ein Typ 2 Ableiter. Ja. Also wenn da ein Blitzschutz existieren würde, dann sind wir jetzt hier im Trennungsabstand eingehalten. Aber wir können ja, glaube ich, darüber hinaus noch eine Schippe drauflegen. Wir können auch eine Schippe drauflegen, auf jeden Fall. Mit den Obo-Produkten für den äußeren Blitzschutz und für den Überspannungsschutz ist eine Photovoltaikanlage, inwiefern auch immer installiert auf einem Dach oder auf einem Feld, sicher zu schützen. Und damit nicht genug. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das Ja. ist bei uns, ja, was sehen wir da? Unsere Wallbox. Wir waren auf dem Dach, prima. Jetzt sehen wir hier eine Wand. Wand gleich Wall. Wallbox passt wunderbar. Wir haben sogar hier ein Fahrzeug stehen und auch die Boxen verbaut Korrekt. als Anschauungsobjekt. Was kannst du uns dazu sagen? Das erste, was mir hier auf der Messe aufgefallen ist, unsere Wallbox Ion ist das erste Produkt, was ich hier sehe, was hier ausgestellt wird, was erweitert unser Portfolio von Obo insgesamt. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Lösungen für die gesamte Energieinfrastruktur des Gebäudes. Das ist ein Endgerät eigentlich, ein Ladesystem, was angeschlossen wird an ein Kabel, was wir auch führen. Klar, es lädt das Fahrzeug am Ende, aber es ist nun mal ein aktives Gerät und so viele davon haben wir nicht. Das ist schon mal klasse. Also ich bin gerade erstaunt, prima, richtig. Aber zur Box an sich, 5 Meter Kabel, Typ 2 Stecker. Auf jeden Fall, wir haben 4 verschiedene Versionen, jeweils mit einem Push-Button, wie wir am Anfang gesehen hatten, um die grüne Energie reinzuleiten. Wir haben auch einen mit Schlüsselschalter und wir haben jeweils diese Version noch mit Überspannungsschutzgeräten. Rundrum. 5 Meter Anschlusskabel, Typ 2 Stecker. Ich nenne es immer, das ist unser KISS-Modell. KISS, Englisch für den Kuss. Ja? Ja. KISS, Keep it simple and sexy. Wir haben es simple gehalten, wir haben auf Schnickschnack verzichtet, RFID weggelassen, Lastmanagement Möglichkeit, aber intern weggelassen, PV-optimiertes Laden intern weggelassen, aber alle Möglichkeiten haben wir geschaffen. Unsere Wallbox kann PV-optimiertes Laden in Kombination mit intelligenten, smarten Geräten, außerhalb mit dem Wechselrichter zum Beispiel, kann Lastmanagement machen. Mit unserem Modbus RTU
schließen wir entsprechende Controller, die für größere Anlagen dringend benötigt werden. Da gibt es Fachleute, Fachfirmen, die sowas planen. Und wir haben Bestätigung von vielen Fachfirmen, schriftlich sogar, dass unsere Wallbox Ion mit deren System kompatibel ist. Das heißt, wir haben es simpel gehalten und die Intelligenz ausgelagert, aber ein gutes, solides Produkt in Obo-Qualität gemacht, auch mit den gleichen Kästen wie die PV GAX. Ich bin begeistert, wie begeistert du bist. Das ist unfassbar. Ich bin wirklich überrascht davon, mit welcher Intensität du da reinkniest, weil es ist wichtig, das Thema wird uns begleiten die nächsten Jahre und wahrscheinlich darüber hinaus noch. Und schön ist zu wissen, dass wir schon weit nach vorne gegangen sind und sagen können, wir sind gerüstet mit unseren Produkten. Martin, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du hier warst und uns ein bisschen was erzählt hast dazu, weil viele reden darüber, wir machen es. Darf ich noch eine Sache loswerden, Carsten? Gerne, Martin. Ja? Du bist hier. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei den Leuten, die diese Messe von Obo organisiert haben, die jetzt in Menden im Hauptquartier sitzen und natürlich unsere digitale Messe auch verfolgen und organisieren und auch dort noch für Rücksprache zur Verfügung stehen. Vielen Dank an das Obo-Team in Menden für die Unterstützung bei der digitalen Messe. Dankeschön. Sage ich nicht mehr zu, das passt rundum perfekt. Danke, Martin. Danke, Carsten. Tschüss. Tschüss.